Die mächtigsten Richter der Republik im Bundesverfassungsgericht wie im Bundesgerichtshof. Sie alle hätten wohl ein Problem, wenn es sie nicht gäbe, Kerstin Brandt. Ohne sie wären die Damen und Herren Richter nämlich womöglich ohne die passende Dienstkleidung. Die Schneidermeisterin aus Karlsruhe ist nämlich so etwas wie die Herrin der Roben. Es hatte alles damit begonnen, dass irgendwann eine nette, aber resolute Dame vom BVG in ihrem Laden aufgetaucht war. Und dann stand die da und hat mir erzählt, was ich alles zu machen habe, in einer resoluten Art. Und ich bin immer kleiner geworden hinter meiner Theke. Irgendwann habe ich die Sachen reingenommen und habe gedacht, was machst du denn jetzt? Machst du einfach alles so wie immer. Und wie immer hieß, ich habe schon immer auf Qualität gesetzt. Nicht die schlechteste Entscheidung, zumal es zunächst nur um die Roben der Verfassungsrichter ging. Und das hieß ändern und ausbessern. Die Roben sind nämlich sogenannte Erbstücke, die von Richter zu Richter weitergegeben werden und Jahrzehnte halten müssen. Hat sich bewährt und hat sich so lange bewährt, dass ich jetzt nunmehr 16 Jahre fast die Geschichte mache. Und zwischenzeitlich sind die Roben der Richter am Bundesgerichtshof dazugekommen. Mit dem Unterschied allerdings, dass die nicht etwa weitergereicht, sondern von jeder Richterin, jedem Richter bei Kerstin Brandt bestellt und dort maßgeschneidert werden. Hier ist gerade eine neue in der Mache. Stoff und Aussehen dieser Dienstgewänder sind klar vorgegeben, aber die Menschen darin sind halt sehr unterschiedlich. Was ist, wenn da mal ein Schnitt daneben geht? Man unterschätzt manche Figuren, das ist tatsächlich so. Es ist mir auch schon passiert, nicht oft in meiner Karriere, aber ab und an. Und dann muss man einfach die Größe haben und sagen, starten wir noch mal neu. Ich habe da einen Fehler gemacht. Doch Wein oder Scharlachrot sind selbstverständlich nicht die bestimmenden Farben in ihrem Atelier. Von Richterroben allein können Kerstin Brandt und ihre Mitarbeiterinnen nicht leben. Was für die 44-Jährige mit über 20-jähriger Berufserfahrung im Vordergrund steht, ist maßgeschneiderte Mode zu nahezu jedem Anlass. Werthaltige Kleidungsstücke aus reiner Handarbeit. Entgegen allen Behauptungen ist die Maßschneiderei nämlich alles andere als tot. Kommen ganz viele Männer, gerade Männer zu mir und sagen, ich ziehe nicht gerne Anzüge an, aber ich heirate jetzt zum Beispiel. Die wären dann potenzielle Kunden, weil die kaufen nichts mehr von der Stange, die sind versaut. Sie ist eine selbstbewusste Schneiderin und Designerin, die übrigens gerade eine eigene Modenschau zusammenstellt. Auf ihre Kreationen will Kerstin Brandt nicht verzichten. Und nicht auf ihr Team und natürlich auch nicht auf die Richterroben.